Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich mich dem Thema Ladegeräte für den M4 GTS widmen. Ich habe das Auto bekommen und die erste Frage oder mit einer der ersten Fragen, die ich an den Händler hatte, war, wie sieht das denn mit dem Ladegerät aus? Und der Händler hat mir mitgeteilt, dass sie das Fahrzeug immer mit so einem ganz gewöhnlichen CTEC-Ladegerät geladen haben. Und zwar an den Anschlüssen vorne im Motorraum. Die zeige ich euch gleich nochmal. Allerdings habe ich mich dann mal noch separat ein bisschen schlau gemacht, denn in dem M4 GTS ist ja eine Lithium-Ionen-Batterie drin und soweit ich weiß, zumindest ist es bei meinem M2 so, da habe ich ja so eine Lightblocks-Batterie drin, die übrigens immer noch, also auch nach 3 Jahren hervorragend funktioniert und ich gar keine Probleme habe. Allerdings habe ich die Lightbox-Batterie auch immer mit dem Original-Ladegerät geladen. Das zeige ich euch dann auch gleich nochmal. Also wie gesagt, der Händler hatte das Fahrzeug immer mit diesem Standard-Ladegerät geladen. Das war aber für mich keine Option, weil das meiner Meinung nach nicht das richtige Ladegerät für so einen Lithium-Ionen-Akku ist. Dann hatte ich bereits noch, damit habe ich die Batterie von meinem Audi gerettet, denn die Audi-Batterie, die war tatsächlich kurz vorm Sterben und habe dann dieses Ladegerät sage und schreibe 3 Wochen lang komplett an der Batterie gelassen und seitdem funktioniert die Batterie einwandfrei. Davor war das so, dass das Auto circa nach 4 Tagen fast komplett leer war, also die Batterie im Auto, und jetzt ist es so, selbst nach einer Woche zeigt die Batterie immer noch 100% an. Das heißt also, das Ladegerät, mit dem habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht bisher. Allerdings, jetzt kommt's, wenn ich das Ladegerät, das hat verschiedene Lademodi, also da kann man sozusagen umschalten, ganz normal 12 Volt, AGM oder Lithium. Das kann man über die Mode-Taste betätigen. Wenn ich da dann entsprechend auf Lithium einstelle, habe ich aber das Problem, dass bereits so nach 10 Minuten oder so diese rote Indikationslampe, also jetzt ist sie nicht rot, aber wenn es dann eben soweit ist, lädt das Gerät nicht mehr und diese Indikationslampe blinkt rot. Jetzt ist das Datenblatt zu dem Gerät, finde ich, ein bisschen uneindeutig, denn da habe ich widersprüchliche Informationen gefunden, was das denn bedeutet. Zum einen kann es bedeuten, dass das Ladegerät intern zu warm wurde. Wenn ich das Ladegerät dann aber anfasse, wenn es diese Informationen anzeigt, fühlt es sich nicht wirklich warm an. Also würde ich das erstmal ausschließen. Das andere, was sein kann, ja, jetzt muss ich mich leider entschuldigen, es geht schon wieder die Welt unter. Ja, das andere, was es sein kann, unabhängig von der Überhitzung des Ladegeräts selbst, ist laut dem Handbuch ein Problem, dass die Ladespannung nicht stimmt. Also sozusagen das, was das Ladegerät hier rausgibt und das, was die Batterie verarbeiten kann, nicht zusammenpassen. Diese Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus haben meistens auch so ein intelligentes Batteriemanagement, nenne ich es mal, oder beziehungsweise wird das von den Herstellern benannt. Das heißt, die steuern so ein bisschen, wie viel Strom die Batterie aufnehmen kann. Ich vermute, dass das einfach nicht zusammenpasst. Einen genauen Grund kann ich euch jetzt nicht sagen, bin kein Elektriker, kenne mich da auch nicht allzu gut in den Details aus. Auf jeden Fall funktioniert es einfach nicht. So, das heißt, das war auch raus. Dann habe ich mich im Internet schlau gemacht und bin darauf gestoßen, auch wieder CTEC, ja, ich weiß, aber wenn es funktioniert, das ist ein spezielles CTEC-Ladegerät, was von BMW für das Fahrzeug, also den M4 GTS und die darin verbaute LiPo-Batterie empfohlen wird. Das soll also problemlos funktionieren. So, die Dinger, also diese CTEC-Ladegeräte sehen ja praktisch immer identisch aus. Das hier ist jetzt eben grau, ist aber angeblich, wie gesagt, speziell für Lithium-Polymer-Akkus. Hier steht das auch nochmal drauf und ich hoffe, das werde ich jetzt gleich ausprobieren und das dann auch eine Weile am Auto lassen. Wie gesagt, für mich ist diese kritische Masse eben diese 10 Minuten, wo das andere Ladegerät hier hinten immer ausgestiegen ist. Und ja, ich hätte gesagt, wir schließen das einfach mal an. Dann zeige ich euch, wie es im Auto aussieht. Dann warten wir diese 10 Minuten und ich zeige euch auch noch mal, wie das ist mit den Batterieanschlüssen. Wo könnt ihr das anschließen und so weiter und so fort. Mehr aber jetzt gleich hinten am Kofferraum am M4 GTS. So, wie gesagt, bitte entschuldigt diese lauten Umgebungsgeräusche. Es regnet wieder wie in Strömen. Es war Sonnenschein, bis ich losgefahren bin. Jetzt möchte ich ein Video machen und es regnet. Ja, so ist das eben. Genau, wir sind jetzt im Auto. Ich habe jetzt hier das entsprechende CTEC Lithium-Polymer-Akku-Ladegerät. Und bezüglich des Anschließens des Ladegeräts, also wie gesagt, bei der normalen Batterie, also wenn man jetzt keine Lithium-Polymer-Batterie bei BMW hat, dann ist es so, sagt BMW, sollte man hier hinten an der Batterie direkt kein Ladegerät anklemmen, da im Fahrzeug ein Batterie-Lademanagement-System verbaut ist. Und dann solltet ihr die Anschlusspunkte vorne im Motorraum nutzen. Die werde ich jetzt gleich auch noch mal zeigen, wenn wir das hier angeklemmt haben, wo sich diese Punkte im Motorraum befinden.
Und wie gesagt, bei einer normalen Batterie nutzt bitte die Punkte im Motorraum, um euer Fahrzeug aufzuladen, beziehungsweise die Batterie des Fahrzeugs aufzuladen. Bei dieser Lithium-Polymer-Batterie ist es so ähnlich wie bei meiner Lightblocks-Batterie im M2 Competition. Da besitzt die Batterie selbst bereits dieses Lademanagement. Bedeutet, ihr könnt hier bei dieser Batterie entweder die Anschlüsse vorne im Motorraum oder aber eben die Anschlüsse direkt an der Batterie wählen. Das ist euch dann entsprechend freigestellt oder beziehungsweise ist einfach völlig egal an der Stelle. Jetzt klemmen wir das Ding hier mal an. Minus an Plus und Plus an Minus. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt haben wir hier eine Indikationsleuchte. Jetzt gucke ich mal, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Ein bisschen. Ich werde mal noch ein wenig näher ranzoomen. So, ich habe die Position jetzt noch mal ein bisschen verändert. Ich denke, jetzt kann man es ein bisschen besser erkennen. Ich werde in der Videobearbeitung vielleicht auch noch mal ein bisschen reinzoomen. Also ihr seht jetzt schon, so richtig knackig ist die Batterie nicht mehr geladen. Liegt einfach auch daran, das Fahrzeug steht jetzt auch schon wieder eine Weile. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Auto zu bewegen. Und ich habe es bisher immer halt nur ein bisschen laden können mit dem anderen Ladegerät. Hatte aber aufgrund dessen, dass das andere Ladegerät immer so circa nach 10 Minuten abgeschaltet hat, kein gutes Gefühl und habe es dann auch nicht massiv häufiger hintereinander probiert. Deswegen ja, ist es jetzt einfach sehr wichtig, dass ich die Batterie einfach mal wieder vollständig und lange an so einem Ladegerät habe, damit die sich mal wieder ein bisschen eben mit Spannung versorgen kann, beziehungsweise einfach wieder ein bisschen Ladung aufnehmen kann. Ja, und jetzt, wie gesagt, zeige ich euch noch die Anschlusspunkte vorne im Motorraum, wo ihr auch ein Ladegerät anschließen könnt. Wenn ihr, wie gesagt, eine normale Batterie habt, dann solltet ihr ja die Anschlusspunkte hier hinten direkt an der Batterie nicht nutzen, sondern die Anschlusspunkte im Motorraum, die ich euch jetzt einmal zeige. So, wir sind jetzt hier am M2. Ich könnte euch das natürlich auch am GTS zeigen. Die Anschlusspunkte sind da identisch, aber ihr seht das im Hintergrund, der ist eingepackt. Bevor ich mir da wieder einen abbreche, die Folie bzw. das alles wieder einzupacken, zeige ich euch das schnell am M2. Ist kein Unterschied. So, jetzt können wir uns das Ganze einmal anschauen. Ich versuche das dann auch in der Videobearbeitung noch mal ein bisschen zu highlighten und zusätzlich zu unterstützen. Zeige euch das jetzt aber auch mal sozusagen einfach, dass ihr das auch hier schon mal gesehen habt. Also hier wäre jetzt der Anschlusspunkt für das Batterieladegerät für Plus. Das heißt, hier diese kleine Abdeckkappe einfach nach oben klappen und hier euer Ladegerät anschließen. Und Minuspunkte gibt es unterschiedliche. Da könnt ihr entweder den hier vorne nutzen oder den hier seitlich. Was eben für euch, für das Ladegerät dann nachher am besten ist, wo ihr am besten hinkommt, gibt es da eben diverse Möglichkeiten, das Ladegerät anzuschließen. Wie gesagt, wenn ihr eine normale Batterie im Fahrzeug habt, was normalerweise auch bei dem M2 F87 der Fall ist. Ich habe ja die Lightbox-Batterie nachgerüstet. Normalerweise ist ja eine ganz normale Batterie drin und dann würdet ihr das Ladegerät hier vorne anschließen, damit ihr auch dieses Batteriemanagement des Fahrzeugs mit nutzen könnt. Da steuert dann einfach die Elektronik, die im Fahrzeug ist, wie viel Ladestrom in Richtung Batterie geht und wann. Das hat dann so Lebenserhaltungshintergründe, fragt mich auch nicht, genaueres weiß ich nicht. Für mich ist es eigentlich nur Strom, keine Ahnung, warum man das mittlerweile so kompliziert macht. Bestimmt gibt es irgendwelche Gründe dafür, hochkomplexe, die das dann nachher wieder rechtfertigen. Ich finde es ein bisschen schade, dass selbst solche Sachen wie eine Batterie laden heute so mega komplex sind. Aber so ist das eben. Und wie gesagt, hier wären dann die Punkte, wo ihr euer Ladegerät anschließt. Jetzt hätte ich gesagt, schauen wir noch einmal kurz in den Kofferraum vom M2. Einerseits, um so ein bisschen Zeit totzuschlagen, um zu gucken, ob ich bei dem neuen Ladegerät über die 10-Minuten-Grenze komme. Und andererseits, um euch einfach auch nochmal zu zeigen, wie sieht das im M2 aus. Dort habe ich ja auch ein spezifisches Ladegerät. Und wie sind da meine Erfahrungen mit dieser Lithium-Polymer-Batterie und mit dem entsprechenden Ladegerät. Das ist jetzt der Blick auf den Kofferraum des M2 und hier haben wir jetzt auch eine Lithium-Polymer-Batterie drin und die ist aber in dem Fall nicht von BMW, sondern von Lightblocks und diese Batterie hat zudem auch nochmal die Möglichkeit, dass man sie per Handy steuern kann, beziehungsweise es gibt eine App fürs Handy und mit dieser App habt ihr dann verschiedene Funktionen, die ihr von außen in Richtung Batterie senden könnt, ohne dass ihr jetzt direkt das Fahrzeug öffnen müsst und irgendwas mechanisch verändern, könnt ihr zum Beispiel einfach die Startmöglichkeit der Batterie von außen deaktivieren. Bedeutet, die Batterie gibt gar nicht so viel Strom auf einmal frei, dass der Anlasser anlaufen kann. Das bedeutet auch, alle Steuergeräte im Fahrzeug, die relativ wenig Strom brauchen, werden weiterhin regulär versorgt. Ihr habt da also keine Warnmeldungen, wenn das Fahrzeug dann länger steht in diesem Modus, aber
Wenn jetzt zum Beispiel jemand versuchen würde, das Fahrzeug zu stehlen, dann wäre gar nicht genug Strom zur Verfügung, um eben den Anlasser anlaufen zu lassen, und er könnte das Fahrzeug nicht direkt mitnehmen, bräuchte dann halt so eine Startbatterie oder irgendwas. Es ist natürlich eine Spielerei, weil jemand, der Autos professionell aufbricht und klaut, der wird schon entsprechend ausgerüstet sein, dass es nachher nicht an so einer popeligen Batterie scheitert, aber die Funktion ist eben da. Zudem habt ihr auch so eine Historie, wo ihr sehen könnt, wie ist der Ladeverlauf der Batterie. Ihr seht den Zustand der einzelnen Zellen von der Batterie. Ich habe mein Handy da, ich zeige euch das mal, kleinen Augenblick. So, ich habe die App einmal gestartet. So sieht das Ganze dann im gestarteten Zustand aus. Was ihr dazu braucht, ist natürlich eine Bluetooth-Verbindung, die App. Und ihr müsst das Ganze einmal koppeln, da ist ein Passwort bei der Batterie mit dabei, was ihr eingeben müsst. Ihr seht dann jetzt hier, wie viel Spannung hat die Batterie, wie viel Strom wird aktuell gezogen. Dadurch, dass das Auto ja jetzt geöffnet ist, sind die Steuergeräte sozusagen nicht im Schlafmodus, sondern aktiv, und dann zieht die Batterie auch ein bisschen was. Zusätzlich habt ihr dann eben auch noch die Möglichkeit, euch verschiedene andere Informationen zur Batterie anzeigen zu lassen, zum Beispiel so eine allgemeine Information. Da können wir dann auch sehen, wie lange die Batterie schon in Betrieb ist. Das sieht man jetzt hier, 1412 Tage. Und wenn wir nochmal zurückdenken an die Übersicht, dann sehen wir auch hier, dass da alle Zellen noch einwandfrei funktionieren. Und ich muss auch sagen, ich bin extrem positiv überrascht. Also ansonsten hasse ich ja Akkus wie die Pest und habe eigentlich nur Probleme damit, sei es jetzt Kamera, Handy, was auch immer. Aber dieser Akku, ja, ihr habt es ja gesehen, wie lange der jetzt schon in Betrieb ist, der hat noch nichts, also zumindest hier optisch nichts verloren, aber auch, sage ich mal, im richtigen Leben noch nicht wirklich was verloren, denn seit ich den Akku habe, ist es so, dass das Fahrzeug, wenn es steht, ich das circa eine Woche stehen lassen kann, und dann ist er so bei 15 bis 20% Restladung. Ja, also eine Woche geht problemlos, und dann muss man halt gucken, dass man das Fahrzeug entweder bewegt oder wieder ein bisschen lädt. Aber daran hat sich nichts verändert. Das heißt, dieser Batterieblock ist wirklich fantastisch. Also da geht die absolute Empfehlung bei mir raus. Hätte ich auch am Anfang nicht gedacht. Ich dachte, das wird wieder so ein Fiasko, kostet eine Menge Geld und funktioniert am Ende nicht. Ist aber wirklich nicht so. Also das ist ein fantastisches Batteriesystem. Ich habe jetzt natürlich nur diese eine Batterie von denen getestet. Kann sein, dass ich extrem Glück gehabt habe. Ich weiß es nicht, aber meine persönliche Erfahrung ist da wirklich fantastisch. Das ist einwandfrei und funktioniert ohne irgendwelche Probleme. Ich muss aber auch dazu sagen, das hatte ich ja vorher schon angesprochen, dass ich das Ganze immer mit dem offiziellen Ladegerät betreibe und wenn das Auto nicht bewegt wird, auch wirklich immer an diesem Ladegerät hängen habe. Ich zeige euch das Ladegerät mal. Das ist auch natürlich wieder nicht ganz so günstig, ja? Dieses Spezialladegerät, was es da von Lightblocks gibt. Aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung ist das absolut fantastisch, weil es einfach funktioniert. Und natürlich in Kombination, wie gesagt, die Batterie ist nicht günstig, das spezielle Ladegerät ist nicht günstig, aber auf der anderen Seite habe ich null Probleme und es funktioniert einfach tadellos. Insofern finde ich, kann man das dann schon vertreten. Und weil wir gerade beim Thema Batterieladen sind, auch hier schließe ich das Ganze jetzt wieder an und hänge das Ding an Strom, weil der wird jetzt auch wieder ein bisschen stehen. Ich habe zwar 2 Trackdays gebucht, einen für Ende nächsten Monat und einen dann für den Oktober noch, genau, also September und Oktober habe ich jetzt noch Trackdays. Da möchte ich auf jeden Fall mit dem M2 hin, da muss ich aber noch ein bisschen was machen. Und da kommen jetzt dann auch mal ein paar Videos zum M2. Ich habe mir neulich auch die Wagenheberaufnahme weggefahren, aber das seht ihr dann alles später in einem anderen Video. Jetzt packe ich den hier erstmal ans Ladegerät. So, jetzt hängt der am Ladegerät, der wird jetzt auch geladen. Und wie gesagt, das wird dann immer angezeigt hier über diese eine LED, dass er eben jetzt lädt. Wir haben ja gesehen, die Batterie war nicht ganz voll. Es waren irgendwie so 94% oder so, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Liegt eben daran, weil ich das Auto gerade hergefahren habe. Aber jetzt, wie gesagt, steht es wieder eine Weile. Deswegen packe ich das Ganze hier wieder an das Ladegerät. Das Stromkabel führe ich immer hier oben am Kofferraum durch. Da hat es ja diesen dicken Gummi. Da funktioniert das wunderbar und wird nicht eingequetscht. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir noch mal, was der GTS macht, ob das neue Ladegerät funktioniert. So, jetzt sind circa 20 Minuten vergangen. Tatsächlich hat sich in Bezug auf den Ladezustand noch nicht so wirklich viel verändert. Wir sind immer noch bei den 2 Strichen, wo wir am Anfang auch waren. Aber das Gerät hat nicht abgeschaltet. Das Gerät zeigt auch keine Fehlermeldung. Ich würde sagen, der Gerät funktioniert. Insofern, ich lasse das jetzt einfach mal dranhängen. Am Sonntag bin ich wieder hier oder am Samstag, ich weiß es noch nicht, mal gucken.
Und dann werde ich ja sehen, ob da was passiert ist oder nicht. Ich gehe aber schon stark davon aus, dass es funktioniert. Schließlich war das eine offizielle BMW-Information, wo ich die Referenz auf dieses Ladegerät gefunden habe. Es gibt das Ladegerät auch nochmal sozusagen mit dem BMW-Branding. Da steht dann eben BMW drauf anstatt CTEK. Das war aber gerade nicht lieferbar. Deswegen habe ich mich für die reine CTEK-Variante entschieden. Ja, also wie gesagt, wenn es einen anderen Hersteller gegeben hätte, der da empfohlen, also den BMW empfiehlt, dann hätte ich auch einen anderen Hersteller genommen. So war es halt der. Also das hat jetzt nichts mit spezieller Vorliebe für diese Marke zu tun. Wie gesagt, war ja auch von dem Lightbox-Ding komplett begeistert. Aber ja, jetzt schaue ich mal. Auf jeden Fall das, wie gesagt, für euch als Information. Diese Lithium-Polymer-Batterien von BMW könnt ihr auch direkt an der Batterie laden. Das Lademanagement ist da in der Batterie integriert. Ansonsten, wie gesagt, die Anschlüsse vorne im Motorraum nutzen, was ich euch beim M2 ja gezeigt habe. Und bezüglich, wenn ihr euch so eine Batterie nachrüsten wollt, dann würde ich auch sagen, klar, also diese Lithium-Polymer-Batterie von BMW ist auch leichter als die Standardbatterie. Allerdings ist sie natürlich auch teurer, aber sie ist nicht so leicht wie zum Beispiel die von Lightblocks. Und da muss ich dann schon sagen, wenn man schon Geld in die Hand nimmt, dann hätte ich eher gesagt, nehmt die von Lightblocks, denn da sind meine Erfahrungen einfach gigantisch und die ist nochmal deutlich, deutlich leichter, denn die hat 20 Kilo sozusagen Differenz zur normalen Batterie. Also die normale Batterie hatte ich auch in einem Video mal gewogen, müsst ihr mal gucken bei dem M2. In der M2-Playlist ist ein Video drin, wo ich das zeige, wie viel die Originalbatterie wiegt. Es waren irgendwie 22 Kilo und die Lightblocks-Batterie wiegt halt nur 2 Kilo, bedeutet 20 Kilo Differenz. Dann könnt ihr also 20 Kilo einsparen. Und dann muss man schon sagen, 20 Kilo am Auto einsparen ist gar nicht so einfach. Und dafür ist es dann wieder im Verhältnis gesehen, sage ich mal, in Ordnung vom Preis. Ja? Und diese Batterie hier von BMW, die hat, glaube ich, standardmäßig, also diese Lithium-Polymer-Batterie von BMW, die hat, glaube ich, 6 Kilo. Das heißt, die ist dann auch nochmal 4 Kilo schwerer als die von Lightblocks. Oder, Moment, nein, ich glaube, nein, das ist Quatsch, was ich jetzt erzähle. Ich blende es unten ein, wie viel diese Lithium-Polymer-Batterie von BMW hat. Es war weniger als die Originale, also man erspart sich schon ein bisschen Gewicht, aber es war bei weitem nicht so viel wie bei der Lightblocks. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr auswendig, deswegen blende ich euch, wie gesagt, hier unten ein, wie viel die leichter ist, beziehungsweise was die wiegt. Und wie gesagt, da würde ich dann sagen, wenn ihr sowas in Erwägung zieht, nehmt lieber die Batterie von Lightblocks. Das soll es in diesem Video gewesen sein, als, wie gesagt, kleine Information für euch in Bezug auf das Laden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Falls es nicht funktioniert, würde ich natürlich irgendwann nochmal ein Anschlussvideo machen. Gehe aber nicht davon aus, dass ich hier Probleme habe. Wünsche euch eine gute Zeit und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, ciao!